Ich zeige dir, wie viele Leute über KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity auf deine Website kommen und auf welchen Seiten sie landen. Und das hilft dir, dass du daraus Rückschlüsse ziehen kannst und ähnliche Inhalte zu vielleicht anderen Themengebieten, die zu deinem Unternehmen passen, erstellen kannst. Dazu brauchen wir Google Analytics. Du kommst so rein. Da gibt's keinen Bericht drin, das dir schön zusammengefasst die KI-Tools zeigt, außer du landest auf einem Video wie diesem und kannst in wenigen Minuten das selber zusammenstellen für deine Website. Übersicht GA4 Google Analytics. Wenn das Menü hier links nicht erscheint, dann ist das ein bisschen halt Schuld von Google. Gibt keine Möglichkeit. Du klickst hier Reports, bist bei den Berichten. Hier erscheint das Menü oder nicht. Das ist das kleine Dreieckchen hier versteckt unten. Das musst du öffnen. Hier hast du verschiedene Berichte und nirgends KI-Tools. Also du kannst zum Beispiel gehen bei Traffic Acquisition und eine Zeitdauer eingeben, das ist jetzt relativ lang, und hingehen, umschalten hier auf Session Source Medium. Sowieso manchmal interessant. Dann wird es nur 10 Einträge zeigen. Du kannst hier umschalten auf bis 250. Zuoberst natürlich Google organisch, also kostenlose Google-Klicks. Interessant, mit Abstand am meisten, aber sie konvertieren nicht so. Merkt ihr das? Dann drittmeisten Drip, das ist E-Mail-Marketing. Das ist das Rückgrat für viele Unternehmen, für die meisten. Da sehen wir deutlich weniger, aber viel mehr Conversion Rates. Auch die Leute, die direkt kommen, die genau wissen, ich will zu dieser URL, die haben natürlich die Absicht, da auch etwas zu buchen, also sehr gute Conversion Rates und so weiter und so fort. Aber um das geht's jetzt nicht. Ich möchte jetzt eigentlich eine Liste. Ich möchte hier jetzt sehen, gibt's etwas. ChatGPT kommt hier, 40 Klicks, hier nochmal 34 Klicks, Perplexity 28. Ich will aber einen Bericht, ohne da immer umstellen zu müssen, filtern zu müssen, den ich hier super einfach anklicken kann und immer wieder die Daten sehe. Dazu, Schritt für Schritt, gehen wir hier unten links auf Bibliothek Library und Create New Report hier blau, Create Detail Report. Hier unten all diese Templates ignorieren wir getrost und klicken oben auf Blank. Jetzt haben wir einen leeren Report und müssen hier Dimensions hinzufügen und klicken dazu oben rechts auf Dimensions, Add Dimension. Öffnen wir hier Session Source. Session Source Medium fügen wir hier hinzu. Das ist dann das Default. Wichtig, das zuerst. Und nachher wollen wir idealerweise sogar wissen, wenn Leute über KI kommen, auf welchen Blogartikeln oder Seiten meiner Website landen sie, damit ich wirklich daraus Rückschlüsse ziehen kann und ähnliche Inhalte oder auch diese Inhalte noch ein bisschen optimieren kann. Okay. Dazu gebe ich hier Landing Page und Query String. Ja, gebe ich jetzt mal ein. Diese 2 Dimensions sind erstmal gut. Wenn du ein bisschen weiter bist, kannst du auch mehr. Das reicht mir jetzt. Dann bei Metrics geben wir Dinge ein, wie zum Beispiel Sessions, wollen wir wissen, Sessions, also wie viele Browser-Sessions gab es von diesen KI-Tools her, dann zum Beispiel auch Engaged Sessions, also wie viele haben da wirklich dann auch ein
bisschen Zeit verbracht mit meinen Inhalten. Dann kannst du weitere Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel Active Users, wie viele Active Users oder das sind ein bisschen weniger als die Sessions. Wenn ein User mehrmals auf die Seite gekommen ist, über mehrere Tage verteilt, dann sind das oft mehrere Sessions, aber ein User. Dann, wenn du Conversions eingerichtet hast in Google Analytics, die heißen nicht mehr Conversions, die heißen heute Key Events. Key Events. Das kann natürlich sehr interessant sein, also wie viele dieser Leute haben wirklich konvertiert, irgendwas gebucht, etwas gekauft. Und wenn du sogar so gut eingerichtet bist, dass du den Wert dieser Conversions hinterlegt hast, dann macht es oft Sinn, das auch zu sehen. Dann ist das zu finden bei Event Value. Genau, Event Value. Das sind so mal ein paar Grunddinge. Natürlich kannst du da noch wild werden. Bis zu 12 kannst du hinzufügen. Apply. Zack. Jetzt haben wir erstmal einen Bericht mit unseren Werten drin, aber noch nicht gefiltert nach den KI-Tools. Okay? Das ist noch über alles hinweg. Schöne Zeitgrafik und dann zusammengezogen. Das heißt, wir müssen jetzt filtern und das ist der letzte Schritt. Hier Add Filter. Das wird ein bisschen kompliziert. Dann Select Dimension. Da gibst du auch wieder ein Session Source / Medium. Ginge vielleicht auch mit Session Source, ehrlich gesagt. Aber ich wähle jetzt Session Source Medium, dann Match Type, Matches Regex. Da müssen wir was Kryptisches einfügen hier. Und das habe ich unter diesem Video in der Beschreibung. Findest du das für Copy-Paste. So nützlich ist dieses Video. Also, Paste hier rein, das ist das. Das ist eine Liste von den gängigen KI-Tools heute. Und das kannst du dann entsprechend von den Regeln von Regex dann auch erweitern, wenn weitere dazukommen. Aber das deckt jetzt erstmal das meiste ab für den Moment. Okay? Sonst schreib einen Kommentar unten, wenn du Fragen hast dazu. Also ChatGPT ist drin, OpenAI, Perplexity, Poe, Copilot, Gemini, Bard ist drin. Also ja, wahrscheinlich sind die anderen dann unter ferner Liefen. Einige hier sind schon unter ferner Liefen. Also Apply. Jetzt zack, zack, zack. Magic. Jetzt sehen wir, da sind nur noch 4 Einträge. 2 davon sind ChatGPT. 74 Zugriffe. Dann 28 von Perplexity, Copilot und damit Balken. Bisschen visueller, das ist eigentlich dasselbe, ein bisschen visuell. Und hier über die Dauer. Und wenn das jetzt eher abnimmt, dann weißt du, vielleicht bist du auf deinem Holzweg und musst deine Strategie wieder ändern. Aber jetzt haben wir erstmal den Report. Das ist noch nicht fertig. Wir klicken hier auf Save unbedingt. Und hier wichtig, den Namen eingeben. AI Traffic bei Sam, oder? Und in der Beschreibung, danke Sam, ich habe dafür das Video geliked oder einen Kommentar geschrieben, bla bla bla. Why not, oder? Hilft mir natürlich um diesen Kanal, wenn du das tust. Save. Okay, jetzt sind wir noch nicht fertig. Jetzt wird's ein bisschen. Jetzt wollen wir das reinbringen in unser Google Analytics. Also hier unter Acquisition wollen wir das reinbringen. Das ist eigentlich ein Drill Down, bisschen genauer, ein Teilgebiet von Traffic. Und das heißt, wir wollen hier dazwischen unser neues AI Traffic by Sam reinbringen. Okay.
Jetzt kann ich das leider nicht mehr hier tun wie früher, glaube ich, sondern muss hier bei Lifecycle, das ist Lifecycle, auf Deutsch Lebenszyklus, solltest du hier eine Collection sehen. Und hier oben rechts die 3 Punkte Edit. Und jetzt kann es sein, dass unten links etwas blau aufpoppt, das musst du schließen, sonst erhältst du Probleme. Das schiebt es die Dinge in den falschen Ort. Scrolle hier runter zu unterst AI Traffic by SAM oder wie du das halt genannt hast. Und ziehe das hier rein, wo du das willst, zwischen Traffic Acquisition und Non-Google Cost. Okay, hier drin. Save. Und zwar jetzt nicht als New Collection, nein, sondern Save Changes to Current Collection, damit es wirklich so immer direkt angezeigt wird. Das ist Published. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Normal. Jetzt sind wir immer noch in Library drin, aber jetzt, wenn ich hier oben öffne, also ich bin bei Reports drin, Lebenszyklus, Akquisition, AI Traffic by SAM kann ich klicken. Bin jetzt im View-Modus, kann hier also oben Zeitdauer einsetzen, zum Beispiel die letzten 90 Tage. Sehe hier doch über 34 Sessions, Engaged Sessions, die da wirklich ein bisschen Zeit verbracht haben. Active Users, da keine Conversions im Moment. Das ist es. Wir haben jetzt schön immer zur Hand ein Report, das uns zeigt, ob wir auf gutem Weg sind mit den KI-Tools. Jetzt als zusätzliches Goodie kannst du hier hingehen bei Session Source Medium und auf die andere Dimension umstellen und siehst genau jetzt, auf welchen Seiten die Leute bei dir landen über KI-Tools. Das gibt dir wertvolle Hinweise, die du nutzen kannst für weitere Inhalte, die passen oder auch die noch ein bisschen verbessern, wenn du Verbesserungsbedarf siehst. How cool is that? Abonniere diesen Kanal, like das Video, stelle Fragen in die Kommentare, wenn du Fragen hast und see you in the next one. Bye.